Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Thomas kocht. Heute backen wir wieder und zwar machen wir heute ganz leckere Laugenbrezeln. Und wenn ihr denkt, das ist zu viel Arbeit, glaubt mir, ist es gar nicht. Es geht viel einfacher als ihr denkt. Und das Beste an der Sache ist, sie sind nicht nur so gut wie beim Bäcker, nein, sie sind sogar deutlich besser. Also probiert es unbedingt aus und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Für unsere Brezeln brauchen wir Mehl. Ich habe hier ein Weizenmehl, Typ 550. Dann Milch. Ich nehme hier kalte Milch, braucht ihr gar nicht warm machen. Dann geht der Teig ein bisschen langsamer und die Brezeln sind auch ein bisschen fester dann. Einfacher zu formen. Frische Hefe, 15 Gramm, so etwa ein Drittel Hefewürfel ist das, also ihr braucht da nicht Unmengen. Etwas Butter, Zucker und Salz. So, Teig geht ganz einfach. Wir können schon mal Zucker und Salz in den Teig geben. Die Hefe lösen wir kurz in der Milch auf. Butter wandert auch direkt hier rein. Ihr könnt, ich knete das jetzt hier in der Maschine, aber natürlich geht das genauso gut von Hand. Und wie man Teig am besten knetet, das könnt ihr zum Beispiel in meinem Pizza-Video sehen, das verlinke ich euch oben. Genauso könnt ihr diesen Teig hier verkneten, oder eigentlich so ziemlich jeden Teig, wenn ihr keine Küchenmaschine habt. Schaut's euch an. Und ich werde jetzt aber hier, wie gesagt, Küchenmaschine nehmen. Ich werde auch ein bisschen faul. Ist gar nicht schlimm, wenn die Hefe jetzt nicht komplett aufgelöst ist, weil wenn wir das gleich kneten, löst die sich spätestens dann auf und verteilt sich auch. Ich knete den Teig jetzt 10 Minuten auf Stufe 1, also schön langsam, und dann nochmal 5 Minuten ein wenig schneller. So, der Teig hat jetzt 10 Minuten auf kleiner Stufe geknetet. Rein Interesse halber messe ich jetzt mal die Temperatur. Und wie ihr hier seht, hat der Teig allein durch das Kneten, denn dadurch entsteht auch Wärme, schon fast 27 Grad bekommen, was eigentlich schon fast zu viel ist, weil idealerweise hätte ich gerne 25 Grad. Ihr müsst das jetzt zu Hause natürlich nicht nachmessen. Wir kneten den Teig jetzt also nicht noch länger, sondern lassen ihn einfach ruhen. Aber hättet ihr jetzt eine warme Milch hier genommen, wäre der Teig schon viel zu warm. So, ich forme den Teig jetzt nur noch einmal kurz rund, bevor wir ihn dann gehen lassen. Das geht ganz einfach. Ist ein relativ kompakter Teig, Brezelteig. Aber so soll es auch sein, ne? Sonst könnten wir die nachher nicht formen. Ich habe hier eine geölte Schüssel. Da mache ich den rein und lasse ihn so lange gehen, bis er sich etwa verdoppelt. Sollte nicht wirklich viel mehr als eine Stunde dauern bei der Hefemenge. Ideale Temperatur ist Zimmertemperatur irgendwo zwischen 22, 25 Grad. Viel wärmer braucht es gar nicht sein. Also stellt ihn bitte nicht auf die Heizung oder sowas, sondern lasst ihn einfach irgendwo stehen, wo der Teig keinen Zug bekommt. Wir machen jetzt noch die Natronlauge für die Brezeln. Das geht ganz einfach. Ich habe hier 2 Liter Wasser, 40 Gramm Natron. Das bekommt ihr in jeder Drogerie, meistens auch schon im Supermarkt. 15 Gramm Salz. Das Ganze kochen wir auf und fertig ist unsere Lauge. Und dann brauchen wir noch grobes Meersalz zum Bestreuen. Oder ihr könnt auch Hagelsalz, kann man auch kaufen manchmal, nehmen zum Bestreuen. Ich finde Meersalz ist aber auch ganz lecker. So, das wandert jetzt schon mal auf den Herd und dann fangen wir mit den Brezeln an. So, unser Teig hatte eine Stunde Zeit. Ist perfekt geworden, hat sich sogar ein bisschen mehr als verdoppelt. Wie ihr seht, es funktioniert auch wunderbar mit kalter Milch. So, wir geben jetzt ein ganz klein wenig Mehl auf die Arbeitsfläche, wirklich wenig. Ja, perfekt der Teig, schön kompakt.
So, jetzt teilen wir das in 2 Teile. Vielleicht ein kleines bisschen viel Öl genommen hier. Wenn ihr es ganz genau machen wollt, dann nehmt eine Waage. Die sind ein bisschen größer geworden. 8 Stück kriegt ihr hier etwa raus. Das ist ein bisschen klein. Dann machen wir hier noch ein bisschen dazu. So, ich wiege jetzt doch mal nach. 90, 130. Ja, das ist ein sehr großer Unterschied. Hier noch ein bisschen weg. So, einmal platt drücken. Dann falten wir das in die Mitte. Und zum Ende. Und hier seht ihr diese Naht. So. Genauso macht man zum Beispiel auch Baguettes. Wichtig ist, dass sie in der Mitte etwas dicker sind als am Ende natürlich. So, entweder macht ihr es so. Ganz einfach. So, einmal so. Nochmal rum. Und so. Macht sie wirklich relativ lang. Ich habe sie hier länger als mein Arm. Etwa 50 cm schätze ich. So, ihr könnt das so machen. Oder einfach so. Jupp. Hopp. Das war einmal zu viel. So, das ist unsere Natronlauge, die kocht jetzt, da kochen wir die jeweils 1 Minute ungefähr drin. Und das Ganze machen wir aus dem Grund, durch die hohe Hitze wird die Hefe schon abgetötet und die Brezeln gehen dann nicht mehr viel auf im Ofen, denn das sollen sie auch gar nicht, denn der Teig soll ja ein bisschen fester sein, wie das für eine Brezel typisch ist. Am besten drückt ihr vielleicht, statt sie zu wenden, einfach die Brezeln kurz unter Wasser mit der Seite, wo der Knoten oben ist, dann löst sich das nämlich nicht mehr. So, wir können jetzt noch mehr Salz drüber machen. So, dann schneide ich einen Teil, die Hälfte schneide ich ein bisschen ein. Und dann gehen die an der Stelle auf, wo sie eingeschnitten sind. Und die andere Hälfte lasse ich ganz alleine aufgehen. Am besten backt ihr die auf einem Pizzastein, wenn ihr einen zu Hause habt. Unten in der Beschreibung verlinke ich euch mal 2, die ganz gut sind. Und denn dann bekommen sie direkt Hitze von unten und werden deutlich besser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Freue mich natürlich in dem Fall wie immer über einen Daumen hoch. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und schreibt mir auch gerne in den Kommentaren euer Feedback.
Und dann hoffe ich, ich sehe euch in dem nächsten Video wieder. Bis dann, euer Thomas. Ciao, ciao.